Willkommen zurück auf meinen Kanal, Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich hoffe, ihr seid gesund und munter wie immer. Und ja, ich habe es gesehen. Jetzt bringe ich endlich mal ein Video raus. Düfte, die überhaupt nicht funktionieren in meinen Augen beziehungsweise in meiner Nase. So, und da sind, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ich habe sie hier aufgeschrieben, weil ich habe sie auch nicht mehr, aber ich hatte sie alle. Und außer ein oder zwei, die habe ich nur gerochen, die gehen einfach nicht. Und ihr wolltet dieses Video haben und deswegen bringe ich es euch jetzt hier. Und ja, das sind Düfte, wie gesagt, ich werde sie einblenden, weil ich sie auch nicht habe mehr, klar. Und weil, warum will man Düfte haben? Ich wiederhole es, warum will man Düfte haben, die einfach nicht gut sind oder funktionieren? So, weil nochmal, die Düfte, die ich habe, ja, es sind viele, aber die habe ich in der Sammlung, weil ich sie gut finde, weil sonst kommen sie weg, weil es bringt ja nichts, Düfte zu haben, die nichts oder die man nicht gut findet. So, und der erste Duft ist Versace Man. So, ich werde es wie gesagt einblenden, Versace Man. Das ist ein würzig-orientalischer Duft, der wirklich überhaupt nicht geht. Der hat eine, wenn man ihn aufsprüht, das ist so stechend synthetisch, das finde ich wirklich schrecklich und geht gar nicht. Ich habe ihn wirklich nicht beim einmal gleich in eine Abfuhr gegeben, sondern ich habe ihm wirklich eine Chance gegeben, weil ich hatte ihn. Aber es hat nichts wirklich gebracht. Der Safran, Neroli, Bergamotte, die da drin ist, passt einfach überhaupt nicht zusammen. Ihr habt einfach eine stechende Plöre. So, ich möchte natürlich dazu sagen, es gibt genug Menschen, die diesen Duft mögen, aber für mich geht er überhaupt nicht. Und nochmal, es gibt ja YouTuber, die gern sagen, oder einen den komplett davon abraten oder die braucht ihr nicht kaufen, das ist nichts und so weiter. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, in meinen Augen geht er gar nicht. Was ihr dann daraus macht, ist was anderes. So, wenn ihr ihn gut findet oder ihn testen wollt, testet ihn und dann kauft ihn, wenn ihr ihn gut findet. Aber in meinen Augen geht dieser Duft von Versace gar nicht. So. Und ich rate euch aber nicht ab, den nicht zu kaufen. Deswegen, das ist der Unterschied, weil das steht mir ja nicht zu. Ich kann nur sagen, er ist wirklich nicht, man müsste ihn wirklich nicht eigentlich testen. Aber wenn ihr ihn testen wollt, macht es. Und wenn ihr ihn gut findet, kauft ihn. Aber wie gesagt, für mich ist das nichts. Amber ist da drin. Aber ganz ehrlich, das hört sich alles super an. Amber und so weiter. Nee. Dieser Duft war in meinen Augen wirklich komplett nichts. Nicht zu gebrauchen. So, der nächste ist der, von dem ich schon immer gesprochen habe. Ich werde ihn einblenden, natürlich plus Name, weil selbst der ist unaussprechbar, für mich jedenfalls, was die französische Sprache jedenfalls angeht. Und ja, ich habe schon immer in Livestream, letztens auch auf Twitch im Livestream gesagt, dieser Duft ist für mich ein No-Go von Gucci. Und er ist ja noch nicht mal wirklich alt. Und sind wir ehrlich, die Kamille, die da drin ist, was ist das? Baldessarini, das Concentré Cologne Concentré, das ist ein Kamillenduft. Vielleicht soll der Gucci nicht ein kompletter Kamillenduft sein, nein, aber die Kamille, die da drin ist wirklich alt und ist schon gestorben, Ende verwelkt, wie auch immer. Nicht schön. Dennis Trauerbaum in diesem Duft drin, ja, Trauerbaum. Für mich ist der ganze Duft ein Trauerbaum oder ja ein Duft zum Trauern. Also für mich ist das nichts. Ich habe ihn auch nicht wirklich Chance gegeben, weil das war ein Duft, den ich in der Parfümerie gerochen habe und gleich gesagt habe, no, der geht nicht. Und da habe ich mir gedacht, der Duft ist von 2019. Was macht Gucci da? So, man kann ja vieles probieren, man kann ja vieles ausprobieren, aber das, ne, da kann der Flakon, obwohl ich finde ihn auch nicht wirklich hübsch, aber da kann der Flakon noch so gut aussehen. Dieser Duft ist einfach nichts. Und das Zedernholz, was da drin ist, hilft dann auch nicht mehr. Und deswegen gleich weiter, weil der Duft war nichts. So, der nächste ist von Davidoff und heißt Cool Water Night Dive. Ja, auch den habe ich natürlich, weil ich einige Flanker habe von Cool Water, eine Chance gegeben, aber der hat einfach nicht gezündet.
einfach nicht gezündet. Einfach dieses synthetisch Süße. Das ist ein synthetisch süßer Duft. Du sprühst auf und ich rieche irgendwie nichts wirklich. Alles so durcheinander. Kein richtiger Verlauf. Und es hat auch nichts mit der Nacht zu tun. Also wenn man da jemanden verführen möchte mit einer Frau, die läuft schreiend weg. So, das ist meine Meinung. Damit kann man keinen verführen. Soll ja auch vielleicht nicht sein, aber er ist synthetisch süß. Also es ist ein süßer Duft. Mit süßen Düften soll man ja immer oft, das will die Industrie ja immer uns erklären, viele Frauen denn verführen zum Beispiel als Mann, als wenn immer nur süße Düfte das können. Ich will nicht abschweifen, aber dieser Duft ist durch die Pfefferminze, und da ist auch mein Problem gekommen, ich weiß nicht, oder was heißt, ich weiß nicht, mein Problem mit der Pfefferminze oder Minze überhaupt bei Düften. Cryptomint ist natürlich wie After Eight, diese Schokolade drin, ist Hammer. Aber es gibt wenige Minzdüfte. Ja, der Torino jetzt, es kommt von Searcher oder wieder, den soll ich nochmal testen. Aber zum Beispiel, aber um den geht's ja nicht. Aber das jetzt hier, da ist die Pfefferminze und das Pistazienholz und was da alles drin ist. Es passt, also hört sich immer alles so viel an. Der hat auch viele Inhaltsstoffe, aber es kommen nur synthetische Plörre rüber. Süß, undefinierbar. Man kann diesen Duft nicht, ich kann das nicht, die Minze ja, aber die stört ja noch mehr. Die kommt noch mehr durch diese Süße. Das ist, weiß ich nicht. Und dann ist da noch schwarzer Pfeffer drin und ja, dieser Duft ging auch nicht. Also ihr könnt ihn testen, aber ich weiß gar nicht mal, ob es den gibt. Und wenn er eingestellt worden ist, zu Recht. So, der nächste ist von Jill Sander und heißt Sun Man. Ja, von 2020. So, von 2020. Und das ist, das sollte der neue Jill Sander Sun sein. Da ist nichts, wirklich. Und das ist das, wo ich wirklich vielleicht sage und euch sage, vergesst das, geht da bitte nicht ran. Weil wer den Jill Sander Sun kennt, den Duft, den es immer gab, diesen geilen Sommer, Frühling, sei schon Sommer, Strand, Bodylotion, also hier Sonnencreme, aber wirklich dieser Urlaubsduft, der kann an der 220er Version, die danach kam, da kam ja glaube ich noch einer, kenne ich gar nicht mehr. Den habe ich in der Parfümerie getestet, ich war sowas von enttäuscht. Ja, habe ich aufgesprüht, ich habe den nach 2 Minuten gar nicht mehr gerochen und vor allen Dingen der hatte überhaupt da war nichts. Weißt du, der andere ist ein richtiger schöner Sommerduft, der hat ja Understatement, seit zig Jahren ist der am Markt und seit zig Jahren sagt er dir, hey, ich bin der beste Strandduft. So, und einer der geilsten Sommerdüfte, obwohl ich nicht teuer bin, aber das kann dieser, wie heißt er, ich muss nochmal gucken, Sun Man von 220. Null. Er kann es einfach nicht. Er kann gar nichts in meinen Augen. Da war ich auch wirklich, ihr merkt das, super enttäuscht, weil das ist, ich sag euch das ehrlich, das ist Müll. So. Ich glaube auch nicht, dass ich denen noch mal eine Chance geben muss. Vielleicht länger. Nein, brauche ich nicht. Es gibt den original alten Jill Sander Sun. Ich kann nur beten für die Firma, dass sie den auf jeden Fall nicht einstellen. So. Zum nächsten. So, dann kommt noch ein Davidoff und zwar Adventure. Da lag eine Probe bei mir immer rum. Es kann natürlich sein, das muss ich dazu sagen, dass dieser würzige Duft, der von Haus aus ja holzig, würzig ist, gekippt ist, die Probe. Weiß man nicht. Aber kein schöner Duft. Ich habe einen Kumpel, ja, der mag den. Aber das sind alles Düfte, die ich euch jetzt vorstelle, die irgendwie zusammengebaut worden sind, ohne viel Liebe, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ohne viel Liebe. So holzig, würzig, hört sich schön an. Man versuchte da was wirklich Würziges, Schönes, so Oldschool vielleicht Touch auch aufzubauen. Der ist von 2008, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber das ging komplett für mich in die Hose. Der hat natürlich vielleicht mehr Fans als zum Beispiel der Versace oder der Sun Man, der neue. Da ist er sogar noch besser. Selbst gekippt wäre er besser als der Sander. Aber auch das ist ein Duft, den muss man
nicht unbedingt in der Sammlung haben und den muss man auch nicht unbedingt testen. Wenn ihr ihn haben möchtet oder wirklich mal probieren, weil Davidoff hat ja nun mal seine Fans und durch dieses Cool Water eben, aber auch das Original neue Cool Water ist cool, das habe ich, aber es ist einfach nicht mehr so wie früher. So, was ist bei Davidoff noch wie früher? Eigentlich fast nichts. Das gibt es nicht mehr. Sehr, sehr schade und wie gesagt, in den Adventures auch noch Mandarine, Zitrone. Am Anfang sollte das auch noch in der Kopfnote ein bisschen frisch sein, aber das ist einfach, aus meinen Augen ist das nichts geworden. Zum nächsten. So, der nächste Duft kommt von Kelsey Berwin und ist Zeus. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Kelsey Berwin Zeus. Oh, das ist ein Anschlag auf die Nase. Das ist auch sowas. Also es geht nicht mehr synthetischer. Fruchtig süß wird er eingestuft, hat eine oder soll ein hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist er ähnlich den Invictus auch? Ich glaube ja. Lange her. Bin der Meinung, den Invictus von Paco Rabanne, aber nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Weil einfach nur eine stinkende Plöre. Es tut mir leid, dass ich das sage. Ihr wolltet so ein Video haben und das sind Düfte, das ist natürlich für den Duft und für die Marke nicht gut, aber da müssen sie auch durch, weil dieser Duft geht gar nicht. Der ist sowas von, also am Anfang auch sehr stark. Wenn ihr den einatmet, dann müsst ihr Angst haben, dass ihr sofort irgendwas, ihr könnt mir auch nicht erzählen, also so wie der riecht, da können nicht wirklich gesunde Sachen drin sein, weil es ist eigentlich ein No-Go. Den möchte ich euch mal ans Herz legen, wirklich mal irgendwie zu testen, aber leider gibt's den im Laden nicht, deswegen lasst es lieber, dafür Geld auszugeben. Aber wenn ihr den irgendwo mal stehen sehen solltet, sprüht den mal. Ich finde keine Worte, absolut schlimm, ganz schlimm. So, der nächste ist von 2015 und den fand ich auch schlimm, also der kommt von CK wieder, Kevin Klein, und ist CK2. Wasser, synthetisch, irgendeine Substanz in diesem Duft drin. Ich weiß das nicht. Da habe ich gedacht, CK macht, ganz ehrlich, CK hat ja nun mal Eternity, denn das neue Eternity, was heißt neu, ist inzwischen auch ein paar Jahre alt, das Eau de Parfum, genial. Denn die anderen Düfte, Obsession kann man auch nicht mehr wirklich, das ist alles reformuliert und so weiter. Denn aber so allgemein, was sie so rausgebracht haben, die ganzen Summer-Dinger kann man ja benutzen. Aber dieses CK2, was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Es ist Wasabi in der Kopfnote. Ja, so richtig dieser Duft. Obwohl auch nicht wirklich. Wenn er wenigstens nach Wasabi riechen würde, aber Wasabi kann man auch nicht so alles essen. Wasabi kann man auch nicht so unbedingt essen, schmeckt nicht so schön. Da ist Senf ein bisschen besser, obwohl Wasabi gar nicht so schlecht ist, wenn man Sushi isst. Aber in einen Duft, weiß ich nicht. Ach, sehr schwer. Ich möchte auch einfach nicht mehr weiter dazu was sagen, weil CK macht zwar jetzt nicht diese ganz obersten Dinger, aber zum Beispiel das Eau de Parfum von Eternity, diese Oldschool Barbershop, das ist ja gar nicht so alt, ist ein genialer Duft. Aber dann sowas rauszubringen, sehr, sehr schade. So, und zu guter Letzt haben wir einen Nischenduft. Und zwar Bond Number 9 mit I Love New York for Him. So. Also I Love New York for All ist der für den 11. September, für die Opfer für diesen 11. September kreiert worden ist. Genial, so Kirmes bisschen, ob das jetzt dazu passt, das ist einfach eine Geschichte und sollte vielleicht was Süßes umgeben, was da passiert ist, ist ja schrecklich, ist auch eine lange Geschichte. Für mich ging da so einiges los und da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil Politik möchte ich hier nicht unbedingt auf meinem Kanal haben, ihr wisst es. Aber dieser Duft, weiß ich nicht. Und dann müsst ihr da richtig Geld für hinlegen. Und das ist ein frischer, synthetischer Duft. Das geht in dieser Kategorie, in der Bond Number 9 sich befindet, in diesem Nischenbereich. Weiß ich nicht. Also Nischenbereich, ist Bond noch Nische? Vom Preis her ja, aber Montal zum Beispiel ist ja auch synthetisch. Aber
Bei Montal kennt man das, bei Montal ist es was anderes. Montal macht es auch noch ganz anders. Aber Bond Number 9 mit diesem Duft, da ist nichts bei rumgekommen. Der Ingwer, guck mal, Yves Saint Laurent Y hat auch Ingwer in der Kopfnote. Aber da merkt ihr das und der Duft der ist zwar auch synthetisch, aber der hat was und der kommt an. Aber dieses Frische und dieses Nichtssagende, was Bond Number 9 in I Love New York for Him drin hat, kommt dieser Stadt auch nicht gerecht. Im Endeffekt, okay, wer im Sommer zum Beispiel in New York mal war, weiß, dass diese Stadt, das ist nun mal so. Vor allen Dingen, es mag sein, jetzt war ich, also diese Stadt stinkt. Das ist so. Es ist nicht so wie in Chicago, dass zum Beispiel die Müllbeutel, da gibt es Container für oder diese Mülltonnen, diese große. In New York werden die Dinge einfach hingestellt. So. Und bei 30, 35 Grad zwischen den Häuserschluchten, es stinkt einfach. So. Natürlich, New York ist die Stadt Nummer 1, die wird erwähnt, aber sie ist nicht unbedingt, wenn man die Straßen in Manhattan anguckt, Leute, jeder, der da war, weiß, von was ich rede. So, und natürlich könnte man sagen, okay, der Duft war auch nicht gut, der stinkt auch, ist nichts Besonderes, passt zu dieser Stadt. Aber man will ja mit einem Duft was anderes ausdrucken für diese Stadt und vor allem nimmt sie ja komplett diese Stadt, die ganzen Orte in dieser Stadt auseinander und ich finde, das passt einfach gar nicht. Und die Rosen, gerade die Lavendel etc., was da noch drin ist, ist einfach nur frisch, synthetisch, das nach nichts riecht. Es ist nichts aussagekräftig, nichts. Und das macht es sehr schade. Und für den Preis, mein Gott, Alter, da könnt ihr euch einen Drogerieduft kaufen, da habt ihr mehr von. So Leute, das war's. Das war ich werde vielleicht noch mal einen Teil geben, logischerweise, klar, aber das war jetzt erstmal ein Teil von den Düften, die überhaupt für mich aus meinen Augen nicht gehen. Aber wenn ihr Bock habt, sie zu testen nochmal, dann macht es. Alles gut, das kann ich ja keinen vorschreiben, aber ihr verpasst wirklich nichts. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Fragrance Dog.